Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute schauen wir uns gemeinsam den alten Bauernhof an. Im Mittelpunkt stand der kleine grüne Traktor, der von 1978 bis 1991 erhältlich war. Bereits im Jahr 1977 wurde der grüne Traktor mit Anhänger im Katalog und in der Werbung für Dezember angekündigt. Als Artikelnummer 3248 zum Verkaufspreis von damals 19,90 Mark. Dieser erste Prototyp ging aber niemals in Produktion. Die Ausgabe wurde auf den Juni 1978 verschoben. Und das war auch gut so, denn statt einem Set kamen 3 unterschiedliche Sets heraus. Der Traktor mit der Artikelnummer 3500, der Anhänger 3501 und das Güllefass 3502. In der gleichen Serie mit der Nummer 3503 kam auch der Mittelalter-Leiterwagen für den historischen Bauernhof heraus. Diesen habe ich euch bereits beim Fachwerkvideo gezeigt. Ganz wichtig für den Bauernhof ist auch der grüne Gartenzaun mit der Artikelnummer 35004. Der kleine grüne Traktor war sehr beliebt, obwohl es früher bereits viel realistischere Traktormodelle gegeben hat, aus Metall, aus Plastik, mit beweglicher Lenkung, mit fixen Figuren, mit vielen Bauernhoftieren. Das Besondere bei Playmobil war das viele Werkzeug und die bewegliche Figur. So hatte man viele zusätzliche Spielmöglichkeiten. Die Kombination von Figur, Werkzeug, Fahrzeug und Gebäude machte den Reiz vom Playmobil aus. Natürlich auch, dass das Spielzeug sehr robust war und nicht leicht kaputt ging. Vom kleinen grünen Traktor gab es 3 unterschiedliche Ausgaben, äußerlich kaum zu unterscheiden. Die erste Form hatte noch frei liegende Achsen. Wenn die Achsen ausgeleiert waren, gingen die Räder leicht ab. Deshalb wurden in den 80er Jahren die Achsen mit einer durchgehenden Halterung befestigt. So konnten die Achsen besser pendeln und waren stabil am Fahrzeug befestigt. Die dritte Neuerung betraf die Feder des Frontladers. Auch der Frontlader konnte leicht ausleiern. Deshalb wurde die Feder in der dritten Ausgabe des Traktors mit einer seitlichen Führung versehen, damit der Frontlader nicht mehr seitlich abgehen konnte. Der Traktor mit seiner grünen Farbe, mit seinen roten Felgen, war unverkennbar ein Fendt Farmer der damaligen Zeit. Der Fahrer war nicht am Sitz befestigt, sondern musste sich mit der Hand am Lenkrad festhalten. Die Motorhaube konnte geöffnet werden. Wichtig für den Traktor war auch der Mähbalken. Mit ihm konnte man jeden Tag frisches Gras für die Kühe mähen. Es gab einen Beifahrersitz, damit man die Bäuerin mit aufs Feld nehmen konnte. Der Überrollbügel hatte die Griffstärke einer Playmobil-Figur. Wenn man ihn abnahm, konnte man ein Werkzeug einstecken. Als in den 80er Jahren die Blinklichtpflicht für die Traktoren eingeführt wurde, haben wir uns aus einem Westernverbinder und einer Warnleuchte eines Bannenfahrzeuges ein Blinklicht für den Traktor gebaut. Der Traktor hat vorn und hinten 2 Anbaumöglichkeiten für die Maschinen. Der Traktor wurde mit einer Heckschaufel geliefert. Auf ihr konnte man die Milchkannen zur Milchsammelstelle bringen. Gleichzeitig hatte die Heckschaufel
Halter und Stecker für Werkzeug und für Verkehrszeichen. Vorn gab es dieselbe Anbaumöglichkeit, diese wurde für das Frontgewicht genutzt. Das wichtigste Anhängerset war das Set mit dem Anhänger, mit dem Kipper, mit der Walze und mit dem Pflug. Es waren 2 Bauern in blauer Farbe dabei, mit Sense und Rechen und ein Hund. Der Anhänger war einachsig, an der Deichsel war ein Stützrad befestigt. Er hatte eine kleine Werkzeugkiste. Er hatte einen Kippmechanismus. Die Bordwand am Heck konnte geöffnet werden. Hinten war nochmal ein Zughaken für einen zweiten Anhänger. Und vorn gab es eine Bank, wie es früher oft üblich war, damit die Erntehelfer mit aufs Feld fahren konnten. Der Anhänger wurde an den normalen Zughaken angehängt. Das Problem war, dass man bei einer holprigen Straßenfahrt den Anhänger oft verloren konnte. Deshalb gab es ab Mitte 80 ein Zugmaul, das man auf die Anbaumöglichkeit vorbildgerecht anbauen konnte. Und den Anhänger konnte man dann sehr stabil anhängen und hier ging dann nichts mehr verloren. Der Frontlader war voll beweglich und er konnte auch abgenommen werden. Beim Maschinenset war noch der Pflug dabei. Es war ein 4-Schar-Pflug, aber leider noch kein Wendepflug. Das zweite Problem war auch, dass die erste Schar nicht ganz mit der Spur zusammenpasste. So konnte man mit dem Rad nicht in die Furche fahren, sondern musste auf dem bereits gepflügten Acker fahren. Die dritte Maschine war die Ackerwalze, auch einfach anhängbar. Das zweite Maschinenset mit dem Güllefass war eher selten. Es hatte 2 grüne Bauern und einen braunen Hund mit beweglichem Kopf. Das Güllefass hatte denselben Unterbau wie der Kipper, aber es war natürlich nicht kippbar. Der Deckel konnte geöffnet werden, man konnte richtig Wasser einfüllen und hinten gab es ein Ventil, um das Wasser herauszulassen. In diesem Maschinenset gab es auch die Egge und einzigartig in diesem Maschinenset, weil es sonst nirgends dabei war, war der Schneepflug. Der Schneepflug konnte angebaut werden, konnte gehoben, gesenkt werden. Er war von links nach rechts drehbar und auch als Planierschild war er gut zu verwenden. In den 80er Jahren kam dann noch ein weiterer Anhänger heraus. Es war der Heuwagen mit einer Bauernfamilie, mit weißem Hut und weißem Kopftuch. Es war auch ein gelbes Kind und ein weißes Baby dabei. Ebenfalls ein Korb mit Geschirr für die Jause und ein dunkelbrauner, unbeweglicher Hund. Dieser Heuwagen
hatte eine Tandemachse. Die Werkzeugkiste war gleich wie beim Kipper. Das Stützrad war aber in der Mitte aufgebaut und es war klappbar. Die Anhängekupplung war ein Zugmaul. Die Bordwand war zu öffnen, die Bordwände waren höher. Der Kippmechanismus war der gleiche wie beim Kipper. Der Heuwagen hatte oben ein Gitter für das Heu. Ein weiterer Anhänger war der Pferdetransporter. Er kam bereits 1979 heraus, hatte aber in Folge 3505 eine Artikelnummer, die auch zu den landwirtschaftlichen Maschinen passte. Der Pferdetransporter wurde mit 2 Reitern geliefert. Er hatte 2 Abteile für Pferde. Die Rampe konnte man zuklappen. Wofür diese 2 Halterungen sind, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich waren sie für einen Gummiring gedacht. Der Pferdeanhänger hatte vorbildgerechte Tandemachsen. Es war auch ein Radkeil dabei und das Stützrad. Man brauchte eigentlich zuerst den blauen LKW oder den Traktor als Zugmaschine, aber dann in den 80er Jahren kam der Pferdeanhänger mit dem grünen Safari-Chip und mit den verschiedenen Hürden und mit den neuen bedruckten Pferden wieder neu heraus. Ein weiteres Bauernhofset von 1979 war der Schäfer. Den Schäfer kann man auch eigentlich im Mittelalter ansiedeln. Er hat einen Eselskarren als Schlafwagen mit einer Laterne. Der Schäfer hat gelbes Werkzeug, eine gelbe Pfeife, eine Schäferschippe, Gabel, Sichel und einmalig ein gelbes Essgeschirr, Teller und Löffel. Das Essgeschirr kommt in brauner Farbe eigentlich nur bei den Seeleuten vor, soweit ich weiß. Der Schäfer hat die neuen Schuhe von 79 an, einen neuen Schäferhut und einen grünen Umhang. Er hat 2 Schäferhunde. Hier sehen wir noch den Melkschemel und den Eimer. Es sind 7 Schafe dabei, ein schwarzes und 6 weiße, ein Tränketrog und eine Heuharfe, Raufe. Der Zaun besteht aus 10 Elementen. Kommen wir jetzt zu den Fachwerkhäusern. 1978 gab es eigentlich noch keinen Bauernhof. Man konnte aber ganz gut die Mittelalterscheune von 1977 als Traktorschuppen verwenden. So schaute die Mittelalterscheune aus, mit einem großen Scheunentor, mit einer Luke im Giebel, mit 2 flachen Dachgauben, auf 3 Seiten offen, auf einer Seite mit kleinen Fachwerkrahmen, auf der anderen Seite und beim Giebel mit einem offenen Fachwerkrahmen. Was ich euch bei den Fachwerkhäusern noch nicht gesagt habe, sie sind im Herbst 77 herausgekommen, aber am Querbalken ist die Jahreszahl 1976 in römischen Ziffern eingraviert. Das heißt,
Die Fachwerkhäuser wurden bereits 76 entwickelt und sind erst 78 auf den Markt gekommen. In die Scheune konnte man eigentlich den Traktor ganz gut hineinparken. Und dann gab es das Zaunset, das ich euch gesagt habe, 3504 mit 12 Zaunelementen, die mit Säulen zusammensteckbar sind und 2 Torelementen. Ein großes Tor und eine kleine Tür, jeweils mit einem Riegel von einer Fachwerkhaustür verschließbar. Das große Tor und die kleine Tür geben gemeinsam die Länge von 2 Zaunelementen. Hier sehen wir ein Schild, Vorsicht Hund, tatsächlich auch eine Hundehütte, ein Hund mit Fressnapf und mit 2 gelben Knochen ist enthalten. Wer wohnt denn hier? Dr. Corner, und er bekommt auch Post. Hier haben wir den Briefträger. Der Briefträger hat auf der Brust einen Aufkleber mit dem Postzeichen. Was steht auf der Adresse des Briefes? An Geobra Brandstätter Zirndorf. Alle Briefe, die dabei sind, haben Adressen von verschiedenen ausländischen Vertriebsfirmen von Playmobil, zum Beispiel Spielsport Stadelbauer aus Salzburg, Otto Simon aus den Niederlanden. Hier sehen wir den Briefkasten. Ein weiteres Schild im Zaunset ist das Biergartenschild Löwenbräu München. Und wenn wir schon so ein schönes Schild haben, dann lassen wir den Zaun nicht leer. Denn Bier hat es ja in den ersten Jahren von Playmobil genügend gegeben. Und wir eröffnen den Biergarten mit einer Bauernkapelle und schenken das Bier aus. Im folgenden Jahr 1979 wurde der grüne Zaun, die Mittelalterscheune und Traktor mit Maschinen, Anhänger, Güllefass, Pflug und Ecke zu einem ersten Bauernhofset zusammengefasst. Dieses Bauernhofset hatte 6 Figuren. Neben dem normalen blauen Bauern gibt es auch einen gelben Bauern und einen grünen. Und es gibt 3 Bäuerinnen. Es sind 2 Hunde, ein schwarzer und ein dunkelbrauner Hund, streiten sich gemeinsam um einen weißen Knochen. Es gibt auch eine Hundehütte. Vom Werkzeug haben wir 2-mal Sense und Rechen und wir haben den Mittelalter-Werkzeugsatz. Er besteht aus einer Heugabel, einer Mistgabel, Schäferschippe, Hacke, Handsäge, der Mittelalter-Axt, die für den Hackstock geeignet ist, der Sichel und dem Mittelalterhammer. Hier fehlt die normale Werkzeugkiste, die sonst beim Traktor dabei ist. Der Bauer muss seinen Pflug mit dem Mittelalterhammer reparieren. Im Jahr 1982, dem Jahr mit den drehbaren Handgelenken, ist der große Bauernhof herausgekommen. Ein doppeltes Fachwerkhaus mit einem angebauten Stall, mit 2 Spitzgauben und mit 6 vollen Dachflächen. Das war ein Problem, weil man das Haus nicht gut von innen bespielen konnte. Das Wohnhaus hatte Deckenelemente, aber beim Stall waren keine Deckenelemente. Der Stall hatte auf einer Seite die Scheunentür. Es gab 2 Laternen. Die Besonderheit an diesem Stall: es war innen ein Mauerabschluss eingebaut, der eigentlich nur bei der Stadtwache
und bei der Burgverteidigung vorkommt. Ebenfalls hatte dieser Bauernhof zwei besondere Mauernelemente mit den schmalen sogenannten Augenbrauenfenstern. Diese schmalen Fenster kenne ich auch nur beim Bauernhof und bei dem Piratengefängnis. Sonst sind diese Mauerteile eigentlich in keinem Burgset vorhanden. Zum Bauernhof gab es die verschiedenen Sets, die auch als Einzelset herausgekommen sind, nämlich die Hennen, 6 Hennen, ein Hahn, 6 Küken mit einer Frau und einem Teller, der Junge mit dem Leiterwagen und Spielzeug, das Schweineset mit dem Trog, Bäuerin, Muttersau und 6 Ferkel. Es sind auch die Hundehütte und Hund und die Kühe enthalten. Es gibt eine Parkbank und es gibt Schleifstein, Hackstock, Mittelalterwerkzeug, Sensen und Rechen. Im selben Jahr vom großen Bauernhof 1982 ist im Stecksystem auch die Maschinenhalle herausgekommen. Ein schöner Geräteschuppen aus Fachwerkteilen, aber in Holzoptik, wie sie für die Safari-Station verwendet wurden, für den Güterbahnhof, für das Krankenhaus und eben hier für diese wunderschöne Gerätehalle. Vorn große offene Türen, hinten Wände mit Gitterfenstern. Es waren 4 Halter für Werkzeug dabei, Sense, Rechen, Werkzeugkiste und in diesem Set war der Traktor enthalten und Anhänger, Güllefass, Walze, Egge und Pflug. Im selben Jahr 1982 sind auch die Ponys herausgekommen. 1982 die Ponys mit Kindern und Zaun, 1983 die Ponykutsche und 1984 der Ponyschlitten. Natürlich brauchten jetzt die Ponys auch einen Ponyhof. Hier ist der große Ponyhof, auch im Stecksystem in Holzoptik, aber mit vielen neuen Elementen. Das große Scheunentor wird auch beim neuen Bauernhof von 92 verwendet. Es gibt ein rotes Dach. Man kann hier sehen, die Ponys haben innen drinnen schöne Stände. 3 Stände mit Abteilung, Futtertrog und vorn die zweigeteilten Türen wie in Wirklichkeit. Es ist ein gelber Zaun dabei mit einem sehr schönen Eingangsbogen aus Holz. Es ist ebenso ein Ziehbrunnen mit Tränke dabei. Von den Figuren haben wir hier einen Hirten mit Pfeife, Laterne und Pantoffeln und seinen Schäferhut. Wir haben einen Stallknecht mit einem roten Bauernhut, mit einer Schubkarre mit Sensen und Rechen. Und wir haben die Großeltern, Oma und Opa. Die Oma zeigt dem Kind, wie man das Pony striegelt. Es sind 2 Kinder und 4 Ponys dabei. Der Großvater liest gemütlich Zeitung, und zwar welche? Die Playmobil Pony Info. Und diese Zeitung handelt nicht nur von Ponys, sondern man kann auch die neuesten landwirtschaftlichen Maschinen sehen.
Jetzt habe ich euch alles gezeigt vom alten Bauernhof zwischen 78 und 91. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch von den neueren Bauernhöfen, dem Fachwerkbauernhof von 92 und von 2 System X Bauernhöfen noch ein Video machen, wenn es euch gefällt. Ich werde dieses Video dann zur gegebenen Zeit veröffentlichen, wenn wir auf unserer Zeitreise in das Jahr 1992 kommen. Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder vorbeischaut. Es geht dann über die neuen LKWs der zweiten Generation von 1978 und von 1981. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.